Wie bereits erwähnt, gibt es auf Lembongan nicht nur Strände. Zum Beispiel kann man auf die wesentlich kleinere Nachbarinsel Nusa Ceningan rüberfahren. Auch besteht Lembongan zu einem großen Teil aus Mangroven, welche man mit dem Boot oder dem Stand-Up-Paddle erkunden kann. Also Freunde, Lembongan Teil 2, let's go! Wir befinden uns hier an der Südküste von Lembongan. Hier befinden sich nicht nur die bekannten Algenfelder, sondern auch die berühmte Yellow Bridge. Denn auf die Nachbarinsel Nusa Ceningan kommt man nur über diese, entweder zu Fuß oder mit dem Roller. Ich würde sagen, dann fahren wir doch mal rüber, oder? In die Mangroven zu kommen ist auch gar nicht so schwierig. Man fährt einfach zum äußersten Zipfel an der Nordküste, sucht sich dort einen Captain mit Boot
und verhandelt einen Preis. Das ist natürlich verbunden mit den üblichen Verständigungsschwierigkeiten und Hin- und Hergehandel, aber am Ende wird man sich dann doch meistens einig. Normalerweise liegt der Preis hier so bei ca. 150.000 für eine Mangroventour. Und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt mal an. Ja, das hatte ich dann wohl anscheinend missverstanden. Man macht gar nicht Schnorcheln und Mangroven zusammen, sondern man bucht die Touren individuell. Ich habe das über so einen Typen auf der Straße halt gemacht, habe mit dem Preis verhandelt. Ist ein bisschen rammelig hier, aber für 300, also umgerechnet ca. 5,20 Euro pro Person. Und im Endeffekt haben wir so natürlich das authentischere Erlebnis, als das Ganze jetzt über Get Your Guide zu buchen oder irgendeinen Hoteltouranbieter. Und dann mit Massen an Leuten auf einem Boot unterwegs zu sein und das Fünffache pro Person zu bezahlen. Ich würde sagen, wieder alles richtig gemacht. Zurück zum Hotel. Zufälligerweise sind wir genau zum Beginn von Galungan hier, den aufwendigsten Tempelfesttagen und damit einem der wichtigsten Feste im balinesischen Kalender. Und da Lembongan stark balinesisch geprägt ist, sieht man das. Vor allem im Village. Die Straßen sind geschmückt mit Penjors, mehrere Meter hohe geschmückte Bambusstangen und überall finden hier Zeremonien statt. Ja, Lembongan, es schwärmen ja immer alle so davon. Auf jeden Fall ist es bebauter als gedacht. Die Straßen sind eng und busy. Es ist voll. Es sind sehr viele Touristen hier. Zu viele. Da kommen harte Kopanjan-Vibes auf. Den Insel-Vibe spürt man. Aber ein Geheimtipp ist Lembongan definitiv keiner mehr. Also anders, als noch zuerst erwartet. Und trotzdem hat es uns hier super gefallen. In all dem Trubel findet man noch seine ruhigen Ecken abseits der Massen. Und zu sehen gibt es hier mehr als genug für eine Woche. Daher ist diese auch gefühlt viel zu schnell vorbei. Ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier herüber zu fahren. Für uns geht es jetzt aber wieder zurück. Zur letzten Station unserer Reise.